Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias und es freut mich, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Ich bin hier mitten im Naturpark Frankenhöhe, genauer mitten auf dem europäischen Wasserscheideweg. Ja, ist ein Wanderweg, der geht von Ansbach bis nach Schnelldorf. Eingeteilt ist er in 5 Etappen, die habe ich soweit auch beibehalten. Habe drumherum noch ein bisschen was geplant, nämlich vorneweg erstmal so ein bisschen einen halben Tag Anreise beziehungsweise einen halben Tag Sightseeing in Ansbach. Lohnt auf jeden Fall, gibt es einiges zu sehen, unter anderem die Hofgarten beziehungsweise die dortige Residenz nebst Führung, also hat richtig Spaß gemacht. Und das zweite, was ich schon eingeplant habe, ist nochmal ein Abstecher nach Rothenburg ob der Tauber. Gibt es eine offiziell ja, ausgeschilderte Zuwegung, einmal zur Stadt hin, beziehungsweise natürlich auch wieder dann zurück zum Weg. Und auch da bin ich dann sehr gespannt, wie das denn so wird. Und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr wissen wollt, wie der Weg so ist, beziehungsweise was ist denn eigentlich diese europäische Wasserscheide, ja, dann bleibt dran, dann finden wir das zusammen doch einfach mal raus. Bevor wir nun loswandern, sollten wir erst einmal klären, was diese europäische Wasserscheide eigentlich ist, welche namensgebend für den Weg ist. Einfach gesagt ist die Wasserscheide eine Linie, welche von Gibraltar bis nach Moskau verläuft. Alles Wasser, welches oberhalb dieser Linie fließt, landet schlussendlich im Atlantik bzw. in Nord- und Ostsee. Alles, was unterhalb fließt, landet im Mittelmeer bzw. Schwarzen Meer. Auf dem Weg selbst wird dies für viele Bäche, Quellgebiete, Weiher usw. dargestellt. Ebenso wird man regelmäßig darauf hingewiesen, wenn man sich auf der Wasserscheide selbst befindet. Startpunkt des Weges ist in Ansbach. Ein Besuch der Altstadt ist auf jeden Fall lohnenswert, da es das ein oder andere Highlight zu entdecken gibt. Allen voran zu nennen ist hier die Residenz sowie der gegenüberliegende Hofgarten. Offiziell eingeteilt ist der Weg in 5 Etappen, mit einer Länge zwischen 12 und 24 Kilometern. Hinzu kommt meist aber noch der ein oder andere Meter an Zuwegung. Im Folgenden lasse ich den Weg nun erstmal ein wenig für sich selbst sprechen, bevor wir uns den Abstecher nach Rothenburg anschauen und der Frage nachgehen, für wen der Weg denn eigentlich geeignet sein könnte.
Den Abstecher nach Rothenburg solltet ihr, wenn Neusitz euer Etappenziel war, direkt von dort aus ansteuern. Die eingangs erwähnte Variante würde einfach zu viel Zeit in Anspruch nehmen, welche ihr besser für Rothenburg verwendet. Die Geschichte Rothenburgs reicht bis ins 12. Jahrhundert zurück und vom alten Stadtkern ist heute noch sehr viel vorhanden, bzw. dezent nach dem Zweiten Weltkrieg wieder errichtet worden. Gleich wonach euch der Sinn steht: Besichtigung von Museen, wie hier dem Kriminalmuseum, einer Wanderung durch die Gassen oder vor den Toren der Stadt oder gar auf der Stadtmauer selbst. Hier sollte jeder auf seine Kosten kommen. Eine Frage, die sich mir beim Wandern des Europäischen Wasserscheidewegs immer wieder stellte, war: Für wen könnte denn dieser Weg eigentlich geeignet sein? Ihr habt gesehen, der Weg verläuft zu einem Großteil über Forst- und Feldwege ohne größere Steigungen. Auf den knapp 100 Kilometern überwindet man nur rund 2000 Höhenmeter. Größere zusammenhängende Abschnitte über schmale Pfade gibt es nur wenige. Zu nennen wäre hier das Naturschutzgebiet Karachsee oder auch ein Abschnitt vor Schillingsfürst. Einige Passagen über Wiesen und an Waldrändern sind, wie im Video gezeigt, sehr gut. Für Leute aber, die einen Weg suchen, auf dem 1 Meter spektakulärer ist als der vorangegangene, ist der Weg bei dieser Zusammenstellung eher nicht zu empfehlen. Allerdings kennt man am Ende des Weges jedwede Form von Forst- und Feldweg. Asphaltiert, gepflastert, grob und fein geschottert, grasbewachsen, festgefahrener Erdboden, schlammig, aufgewühlt, alles mit dabei. Jetzt könnte man denken, befestigte Wege laden zum entspannten Wandern ein. Hierfür finde ich aber die Etappeneinteilung zu lang, zumal bei quasi jeder Etappe nochmal extra Meter hinzukommen. Zum Beispiel bei der ersten Etappe 1,5 Kilometer Zuwegung zum Start und am Ende nochmal die Meter zur Unterkunft, sodass bei mir aus 24 27 Kilometer wurden. Natürlich kann man die Etappen kürzer als beim offiziellen Vorschlag einteilen. Die Übernachtungsmöglichkeiten auf der Strecke geben das durchaus her. Aber will man wirklich 10 Tage vornehmlich über Forst- und Feldwege wandern? Sehenswürdigkeiten sind eher rar gesät auf der Tour. Die es aber gibt, sind durchweg sehr gut. Der Start in Ansbach sowie Schloss Schillingsfürst und der dortige Falkenhof sind hier zu nennen oder auch das Naturschutzgebiet Karachsee. Der Abstecher nach Rothenburg wertet den Weg sehr auf und sollte auf jeden Fall mit eingeplant werden. Ansonsten kann man auszugsweise noch die ein oder andere kleine Sehenswürdigkeit nennen, wie einen Erdrutsch oder den Barfuß- und Naturerlebnispfad Windelsbach. Die Wasserscheide wird eher zurückhaltend präsentiert. Am auffälligsten sind die regelmäßigen Schilder, wenn man die Wasserscheide für einige Meter begleitet, bzw. wo am Weg liegende Gewässer letzten Endes münden. Ansonsten gibt es wenige Schilder mit weiteren Informationen. Sehr schön gemacht war der Wasserscheidebrunnen in Elpersdorf. Ich würde sagen, wenn ihr auf der Suche seid nach einem Weg, auf dem ihr ohne allzu viele Höhenmeter oder schwierige Wegpassagen einfach viele Kilometer machen könnt, seid ihr auf dem Wasserscheideweg ganz gut aufgehoben. Für alle, die es gerne spektakulär wollen, ist der Weg eher nicht geeignet. Ja, da haben wir es geschafft. Der europäische Wasserscheideweg ist gewandert. Und an der Stelle nochmal ganz kurz 2-3 kurze Sätze auch zum Thema Material. Wanderführer habe ich jetzt für den Weg nur einen von 2008 gefunden. Den habe ich mir jetzt nicht eigens angeschafft, also sprich aktuelleres gab es da wohl leider nicht. Ansonsten findet ihr aber zu dem Weg online einiges, unter anderem auch hier die offizielle Homepage, die ist relativ umfangreich. Da findet ihr eigentlich alles Wesentliche rund um den Weg und da könnt ihr auch wieder so ein bisschen Gratismaterial bestellen, so einen kleinen Wanderführer auch, mal ein Höhenprofil drin, Streckenbeschreibung, Kartenausschnitte, Einkehrmöglichkeiten, also alles was dazugehört, ist auch für den Weg, denke ich mal, vollkommen ausreichend.
Ja, ansonsten zum Weg im Video ja schon alles Wesentliche gesagt. Im Prinzip sehr viel Forst- und Feldwege, heißt also der Weg wahrscheinlich nicht unbedingt für jeden geeignet. Relativ wenige, dafür aber umso bessere Sehenswürdigkeiten. Und ja, Beschilderung war soweit auch ausreichend. Ja, ansonsten, ich hatte jetzt die letzten Tage trotz allem sehr viel Spaß beim Wandern. Denselben wünsche ich euch natürlich wie immer auch und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Gyni on Tour.